Es ist jetzt gerade so eine seltsame Zeit, in der man oft das Gefühl hat, okay, was ist denn jetzt los? Die Leute werden irgendwie immer seltsamer. Es zeigen sich auch weniger schöne Seiten. Da kommt alles Mögliche raus und das Thema Mangel ist gerade sehr stark präsent. Und was damit einhergeht, eben auch Energiemangel. Also es ist derzeit wirklich teilweise so ein regelrechter Kampf um Energie. Und damit ihr gut auf euch aufpassen könnt, möchte ich heute über energetische Interaktionen sprechen. Egal, ob wir es bemerken, egal, ob wir wollen oder nicht, wir sind immer in einer energetischen Interaktion mit unserer Umwelt, mit uns selbst und natürlich vor allem mit unseren Mitmenschen. Und bei jedem Kontakt mit einem anderen Menschen, da passiert immer etwas energetisch, nur eben nicht immer das, was uns wirklich gut tut. Also ihr kennt das vielleicht, es geht euch eigentlich ganz gut und dann nach einem Treffen mit jemandem oder auch nach einem Telefonat merkt ihr, eigentlich ist es mir vorher besser gegangen. Es fühlt sich jetzt irgendwie schwerer an oder einfach nicht so gut. Oder man spürt sogar tatsächlich, dass man jetzt weniger Energie hat als vorher. Manchmal merkt man das sofort, manchmal aber auch erst im Nachhinein, also Stunden oder Tage später. Und die Frage ist, was passiert da eigentlich? Was läuft da energetisch ab? Den Begriff Energievampire habt ihr sicher schon gehört. Ich mag den nicht so gern, weil ich mir denke, Vampire, wenn es welche gibt, die wissen ja, dass sie Vampire sind. Also nehme ich jetzt mal stark an. Außer sie haben eine Identitätskrise, ja, dann funktioniert jetzt mein Beispiel nicht so gut. Was ich jedenfalls sagen möchte, Menschen, die einem Energie absaugen, die wissen nicht unbedingt, was sie da tun. Also die denken sich nicht, ah super, da ist jemand, da kann ich andocken. Also da steht nicht immer eine Boshaftigkeit dahinter. Die spüren einfach irgendwo einen Mangel und nachdem sie sich bei dir aufgeladen haben oder eben auch bei dir etwas abgeladen haben, geht es ihnen einfach besser. Aber das geschieht oft unbewusst. Nur was jetzt eben oft passiert ist, dass es vielen Menschen nicht besonders gut geht und sie wissen sich gerade nicht anders zu helfen. Das heißt, dieses Andocken an andere kann jetzt verstärkt auftreten, weil einfach das Empfinden des Mangels noch stärker geworden ist. Diese sogenannten Energievampire kommen aber oft gar nicht auf die Idee, dass es dir dann schlechter geht. Also die denken sich nicht wirklich darüber nach, was das mit anderen macht, weil sie eben so stark in ihrem Mangel schon beschäftigt sind. Und es ist wichtig zu wissen, was da eigentlich abläuft, eigentlich für beide Seiten, damit man gut aussteigen kann. Und zwar egal, ob ihr eher dazu neigt, an jemanden anzudocken oder ob ihr eher zu viel Energie an jemanden abgebt. Beides hat ja einen Grund und beides tut einem auf Dauer nicht gut. Wir haben einerseits die Energieform oder Beschaffenheit, also wie unser Energiefeld aussieht. Und es gibt Menschen mit einem sehr ausgedehnten Energiefeld, es gibt welche mit einem sehr eng anliegenden Energiefeld, also in allen Formen und Farben. Und wir haben andererseits das Energielevel, also wie stark euer Feld strahlt, ja, wie viel Energie da ist. Und viele sagen ja, wenn jemand ein hohes Energielevel hat, dann ist alles gut. Und ich glaube nicht, dass das stimmt und ich erkläre euch auch gleich warum. Wenn wir jemanden treffen, ist es ja so, also je länger dieses Treffen dauert, desto mehr gehen die Energiefelder ineinander über. Und manchmal fühlen wir uns danach wohl, weil das total inspirierend war, weil sich diese Wellen zusammen verstärkt haben. Und es geht auch beiden sehr gut danach. Also man könnte sich gleich wieder treffen. Manchmal ist es auch eher neutral, weil es energetisch nicht viel passiert. Manchmal geht es aber einem nach so einem Treffen schlechter. Also einem geht es besser und beim anderen ist alles viel schwerer als vorher. Und wie gesagt, manchmal merkt man das eben erst im Nachhinein und wundert sich dann, was da eigentlich gelaufen ist. Und wichtig dabei ist aber, ob euch jemand Energie absaugt oder nicht, hängt nicht so stark vom Energielevel der jeweiligen Person ab. Viel wichtiger ist nämlich, was für eine Energie ist das und wo kommt die Energie eigentlich her? Wie hoch ist die Energieautonomie dieser Person? Braucht sie viel Energie von anderen? Oder kann sie das selbst, also wie autonom und autark ist sie in ihrer Energiegewinnung?
Habe ich eine eigene Photovoltaikanlage oder zapfe ich Strom vom Nachbarn an? Also es kann sein, dass ich ein hohes Energielevel habe, aber vielleicht habe ich das auf Kosten von anderen. Dann ist das nicht besonders gut. Im Bestfall ist es ja so, dass wir durch eine gute Erdung und eine gute Verbindung zur geistigen Welt, eine gute Verbindung zu uns selbst, einfach genug Energie schon selbst generieren. Also wir sind energetisch schon gut angebunden und dann müssen wir natürlich nicht mehr so viel bei anderen andocken. Wenn ich viel Selbstliebe habe, brauche ich die nicht so stark von außen, also die Liebe von außen. Wenn ich wirklich Verantwortung für mich übernehme, hole ich mir natürlich auch ganz viel Energie. Und es gibt natürlich viele Dinge, die man machen kann, um sein Energielevel zu heben. Also da geht es um das Auflösen der eigenen Themen, der eigenen Blockaden. Aber auch einfach etwas machen, was einem Spaß macht. Und klar, Dinge wie Meditation, gute Ernährung, Entgiftung, Bewegung an der frischen Luft, den Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Also man kann sehr viel tun für sein Wohlbefinden, ohne ständig auf die Energie anderer Menschen angewiesen zu sein. Wichtig ist aber eben auch, dass wir nicht nur viel Energie generieren, sondern dass wir gut auf unsere Energie aufpassen, dass wir sie nicht ständig irgendwo verlieren. Energie ist kostbar. Also man sieht das ja an der Stromrechnung, aber auch unsere Energie ist eben sehr wertvoll. Und Menschen mit einer hohen Energieautonomie sind da einfach sehr selbstständig. Also sie schmeißen nicht mit ihrer Energie herum und sie laden sie nicht einfach bei euch ab. Sie erzählen euch vielleicht etwas, also vielleicht auch etwas nicht so Schönes, das, was ihnen passiert ist. Zum Beispiel, dass die Katze gestorben ist, aber diese Energie bleibt bei ihnen. Also die Traurigkeit bleibt dann im Feld dieser Person. Sie erzählt euch nur davon. Also ihr fühlt vielleicht mit, aber das wird nicht auf euch abgeladen. Ihr nehmt das nicht unbedingt mit. Aber es gibt eben auch Menschen mit einer niedrigen Energieautonomie. Das heißt, die brauchen ganz viel Energie von außen oder sie brauchen andere, um ihre negativen Emotionen loszuwerden. Ob das jetzt auf Social Media ist oder im persönlichen Kontakt, also das energetische Muster dahinter ist recht ähnlich. Was die eben ganz stark wollen, ist eure Aufmerksamkeit und vor allem wollen sie mehr Energie von euch, als sie euch geben. Also das ist nicht ausgeglichen. Das ist eigentlich oft ein ganz schlechter Energiedeal, also so wie Energie mit hohen Verlusten. Im persönlichen Kontakt zeigt sich das so, dass die Gespräche energetisch nicht ausgewogen sind. Weil zum Beispiel auch einer nur die ganze Zeit redet, der andere kommt kaum zu Wort. Also sie texten euch zu, sie beanspruchen sehr viel Redezeit, hören euch aber nicht zu. Sie beschweren sich ständig über etwas, sie regen sich auf. Oder auch sie versuchen mit so kleinen Sticheleien an eure Energie zu kommen. Was halt gerade am besten funktioniert oder was sie eben so gelernt haben als Strategie. Also das kann ganz unterschiedlich ablaufen. Einfach so im Gespräch, aber dann auch über Vorwürfe, über Diskussionen, über Bemerkungen. Im Endeffekt geht es einfach um einen Energieaustausch. Und das Tückische dabei ist aber, dass solche Personen nach außen oft sehr energievoll, sehr extrovertiert wirken können, als würden sie vor Energie sprühen. Und das tun sie vielleicht auch. Die Frage ist nur, mit wessen Energie sprühen sie da? Wie geht es ihnen, wenn sie alleine sind? In Wirklichkeit tun sich Menschen mit einer niedrigen Energieautonomie schwer mit wirklicher Selbstverantwortung. Also damit ganz die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Sie brauchen da immer jemanden von außen oder generell ein Publikum dazu. Es kann sein, dass sie in Wirklichkeit, auch wenn es nicht gleich so wirkt, nicht genug Selbstvertrauen haben. Also irgendwie glauben sie, sie können das nicht alleine. Sie müssen sich an jemanden anlehnen. Oder sie haben eben einen so starken inneren Mangel, dass sie dann ganz viel Aufmerksamkeit von außen brauchen. Und ein Mangel ist natürlich unpraktisch, der macht uns nicht besonders großzügig. Und wenn ich mich selbst nicht um meine Energieversorgung kümmern kann, also wenn ich ständig Strom vom Nachbarn anzapfen muss, dann ist das im Grunde sehr stressig. Also weil ich immer aufpassen muss. Hoffentlich checkt der Nachbar das nicht. Oder was mache ich, wenn der wegzieht? Also durch diese Abhängigkeit entsteht schon eine sehr große Unsicherheit, also die dann eben irgendwie unter Kontrolle gehalten werden muss. Und wenn es Menschen mit einer niedrigen Energieautonomie nicht gut geht,
dann brauchen sie eben im Außen jemanden, dem sie diese Emotionen dann umhängen können. Also ob das jetzt bei einem Treffen geht oder oft ganz viel über Projektionen. Also das ist ja auf Social Media ein häufiges Phänomen. Herrlich, so ein Shitstorm, wie viel Frustration man da loswerden kann und auch wie viel Aufmerksamkeit man da bekommt, wenn man es richtig anlegt. Wir bleiben jetzt aber mal bei unserem Beispiel mit der Katze. Also jetzt ist die Katze von Person B gestorben und Person B hat eine niedrige Energieautonomie. Und was dann eben passieren kann, dass ihr nach so einem Treffen, also dann mit dieser Trauer oder dieser schweren Energie heimgeht, weil Person B alles, was geht, bei euch ablehnt. Also die freut sich, weil ihr geht es dann ein bisschen besser, zumindest für eine kurze Zeit, also besonders lange hält das nicht. Deshalb würde sie sich auch gern nochmal mit euch treffen, aber euch geht es dann schlecht. Ihr geht mit dem ganzen Zeug dann heim. Und die Frage ist da, was ist da passiert? Also warum habt ihr diese schwere Energie überhaupt übernommen? Warum habt ihr nicht Nein gesagt oder da eine Grenze gezogen? Denn es kann euch niemand Energie abziehen, wenn ihr das nicht zulasst, also wenn ihr da nicht irgendwo auch eine Tür aufmacht. Und so ein Energieverlust findet in Wirklichkeit vor allem dann statt, wenn eine alte Wunde oder ein altes Beziehungsmuster in euch aktiviert wird. Das passiert nicht einfach so. Ein Grund dafür kann sein, dass euch selbst zum Beispiel diese Geschichte mit der Katze irgendwie triggert. Ihr habt selbst eine unverarbeitete Trauer in euch und die kommt dann hoch. Also vielleicht habt ihr selber Angst davor, dass eure Katze stirbt. Oder ihr hattet als Kind ein Haustier und dann ist was Furchtbares passiert. Also da ist irgendeine Wunde und ihr könnt diese Trauer gerade nicht aushalten. Dann kann es natürlich passieren, dass ihr dann Person B ganz viel Energie geben wollt, sie aufheitern wollt, was auch immer. Hauptsache, dieses Trauergefühl im Raum wird irgendwie weniger. Und es kann aber auch sein, dass es gar nicht so stark um die Trauer an sich geht, sondern dass es etwas ist, was mit Person B zu tun hat. Also die hat etwas in ihrer Energie, in ihrem Energiefeld oder sie hat irgendein Verhalten, das macht was mit euch. Es erinnert euch an jemanden aus der Vergangenheit. Irgendwas passiert, wo ihr energetisch nicht mehr ganz bei euch bleibt und wo ihr versucht, das irgendwie auszugleichen. Sagen wir, die Person B hat ein ganz spitzes Energiefeld, ja, voller Wut. Die erinnert euch an jemanden aus der Vergangenheit. Ihr findet das alles irgendwie bedrohlich, also diese Spitzen. Und dann versucht ihr natürlich mit eurer Energie irgendwas damit zu machen. Also ihr kommt in so eine Art Energieaktionismus hinein, um diese Situation zu beruhigen. Ihr versucht dann alles, damit es Person B besser geht. Quasi, okay, gib mir deine Wut, gib mir deine Trauer, was auch immer du da Schweres hast. Das ist zwar schwer, aber ich kümmere mich lieber selber darum, bevor irgendwas passiert, weil so habe ich zumindest die Kontrolle. Wer weiß, was sonst noch passiert. Also wir tun dann energetisch ganz viel. Hauptsache Person B ist nicht mehr so wütend, traurig oder was auch immer. Wir versuchen also die Situation im Außen zu beruhigen, damit es um uns innen besser geht. Also genauer gesagt dieser Wunde in uns oder dem inneren Kind, das da irgendwie aktiviert wurde. Und was da eben oft passiert, ist, dass man viel zu viel Verantwortung übernimmt dafür, wie es dem anderen geht, weil man es eben nicht aushält, wenn es dem nicht so gut geht. Was da aber passieren kann, ist, dass bestimmte Personen genau diesen Mechanismus ausnützen. Also mehr oder weniger bewusst spüren sie, okay, das sind eure Schwachstellen und sie wissen, wie sie aktivieren können. Weil dann können sie andocken, da können sie sich mit Energie aufladen oder eben den energetischen Stress loswerden. Im Endeffekt geht es ja um Energie, um Aufmerksamkeit. Und sie merken einfach oder sie haben gelernt, dass ihnen bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Aussagen und so weiter viel Energie bringen. Wir haben also in dem Spiel oft jemanden, der viel zu viel Verantwortung übernimmt und auf der anderen Seite jemanden, der zu wenig Verantwortung übernimmt. Und für beide Seiten ist es aber wichtig, sich der eigenen Beweggründe bewusst zu werden. Was tue ich da eigentlich und warum? Was ist meine Geschichte dazu? Falls du also oft Energie abgibst an andere, da ist es gut, sich zu fragen,
Warum übernehme ich diese Verantwortung für andere überhaupt? Gibt mir das ein Gefühl der Kontrolle? Steckt da irgendeine Angst dahinter? Vielleicht haben wir das als Kind so gelernt, dass ich mich um andere kümmern muss, um etwas Geborgenheit zu haben, etwas Liebe zu haben. Oder dass wir gelernt haben, auf die ganze Atmosphäre im Raum aufpassen zu müssen. Oder dass wir nur Liebe bekommen, wenn wir ganz viel Energie geben. Und dann passiert das oft ganz automatisch. Also sobald eine schlecht gelaunte Person da ist, eine traurige, eine wütende, also sobald die in der Nähe ist, geben wir dann ganz viel Energie. Und wir verlieren dann natürlich auch unsere Energieautonomie, weil es dem anderen gut gehen muss, damit es uns gut geht. Und in dem Fall ist es wichtig, sich eben ganz genau anzuschauen, okay, was sind meine Grenzen und was brauche ich, damit ich den anderen die Verantwortung lassen kann. Wie bei einer Familienaufstellung. Ich bin ich, du bist du und das ist deine Verantwortung. Und auf der anderen Seite, also bei jenen, die ständig bei wem andocken müssen, um sich wohlzufühlen, da ist es gut, sich zu fragen, warum mache ich mich eigentlich kleiner, als ich bin? Also warum übernehme ich nicht diese Verantwortung für mich selbst? Ja, warum traue ich mir das nicht zu? Also warum bleibe ich da energetisch im Kind? Warum will ich nicht erwachsen werden? Also da geht es ganz stark um die Frage, welche Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt wurden, die ich jetzt eben auf anderen Umwegen erfüllt haben will, von anderen. Und je besser wir das hinkriegen mit dieser Energieautonomie, desto besser geht es uns, desto besser gelingen auch unsere Beziehungen. Also ich finde es wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie wir da energetisch funktionieren und was wir mit unserer Energie machen. Deshalb gibt es ab sofort einen Podcast dazu, Hexenhaus, wo ich das genauer beleuchte, wo ich auch über andere Energiephänomene spreche. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Es ist gerade eine Zeit, in der das wichtig ist, sich vieler Dinge bewusst zu werden, weil jetzt auch gerade auf der Erde, sobald wir hier sind, verglichen mit der geistigen Welt, erleben wir ja automatisch einen Mangel, also einen Mangel an Liebe, an Energie. Im Endeffekt ist das, was wir suchen. Wir suchen alle nach Liebe und nach Energie. Und die Frage ist nur, wie wir das machen. Wie wir mit unserer Energie umgehen, wie wir mit der Energie von anderen Menschen umgehen. Und wichtig ist es, sich immer wieder daran zu erinnern, in Wirklichkeit entscheidest du immer, was du mit deiner Energie tust und woher du sie bekommst. Es ist deine Entscheidung, wem du deine Energie gibst, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst, mit wem du die Zeit verbringst. Das ist natürlich eine Verantwortung, aber die gute Nachricht ist, wir haben das selbst in der Hand. Das war es mal für heute, sonst geht mir die Energie aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute bei der autonomen Energieversorgung und alles Liebe.